Welcome everybody Willkommen, herzlich willkommen alle zusammen to this free Zoom. zu diesem Gratis-Zoom. I think free Zoom is always like such a word, free Zoom. What is it? Ja, komisches Wort, was ist das? Gratis-Zoom. Yeah. What can we create? Was können wir kreieren? What can we all like offer energetically? Was können wir alles energetisch anbieten? And what can we all receive energetically? Und was können wir energetisch empfangen? From each other? Voneinander. From this call? Von diesem Call, From the earth? von der Erde. And also from the classes that we are actually creating coming months. Ja, von den Klassen, die wir gerade kreieren in den kommenden Monaten. Because what if that's part of inviting your body to create your life with? Was ist, wenn das Teil davon ist, wie du dein Leben mit deinem Körper kreierst? Is your choice to start receiving from everything in the universe. Die Wahl zu treffen, von allem zu empfangen im Universum, vom Universum. And to choose all the little steps and the big steps that are actually going to get you Die kleinen und großen Schritte zu wählen, where you can contribute to the change that you're capable of creating with your body. wo du zu der Veränderung beitragen kannst, zu der du in der Lage bist mit deinem Körper. So let's start with the question, what would you all, and like to get out of this call? Lass uns mit der Frage beginnen, was möchtet ihr alle aus diesem Call für euch haben? Wonach? And while you ponder, I'll just say that. So my name is Yasodhara. Mein Name ist Yasodhara. I'm a certified Access Consciousness Facilitator. Ich bin ein zertifizierter Access Consciousness Facilitatorin. And I'm also like a 3-day Bodyclass facilitator, Talk to the Entities facilitator, and a Right Voice for You facilitator at the moment. Ich facilitiere 3 Tage Körperkurs, Talk to Entities und Right Voice for You. And these are all classes that have been created by Gary Douglas. Sind alles Klassen, die von Gary Douglas kreiert wurden. With the target to start to empower every single one of us that wants to know what they know. Mit dem Ziel, uns wirklich darin zu ermächtigen und zu ermutigen, zu wissen, was wir wissen. Which I think is genial. Ich denke, genial ist. And very different on the planet. Und sehr anders auf diesem Planeten. Because how many of you, and if you're not, wow, awesome, awesome, awesome. Und wie viele von euch, wenn ihr nicht, sag das nochmal, say it again. So, and how many of us, but like between brackets, if you are not one of them, awesome, awesome, awesome. Funny enough, I somehow didn't get it. It's like. No. So I mean, it's probably because I didn't say, okay, so how many of you have been empowered with your body? Okay, wie viele von euch wurden wirklich ermächtigt oder wurden ermächtigt, mit eurem Körper zu kreieren? How many of you have been asked what it is that you can create with your body and with bodies? Wie viele von euch wurden gefragt, was ihr mit eurem Körper kreieren könnt oder durch eure Körper kreieren könnt? How many of you have ever had somebody who really asked you to perceive bodies? Wer von euch hatte wirklich jemanden in eurem Leben, der wirklich euch gefragt hat, Körper wahrzunehmen? Not to look where something could be better or something was wrong. Ja, nicht dahin zu gucken, wo etwas besser sein könnte oder wo etwas falsch ist. But actually to see what you could create with that body. Aber tatsächlich zu sehen, was du mit deinem Körper kreieren könntest. And how many of you have learned to look that way to your own body? Und wie viele von euch haben gelernt, auf diese Art und Weise ihren eigenen Körper zu betrachten? Not to make it right or not to make it wrong, not to look for what should change because it isn't good enough. Nicht zu sehen, was richtig oder falsch ist oder was verändert werden muss. But actually to wonder every day, oh body, what is possible with you today? Sondern wirklich zu fragen und erstaunt darüber zu sein, okay, Körper, was ist heute wirklich möglich? What can we create? Was können wir kreieren? What would you like to create? Was würdest du gerne kreieren? What can you contribute to me? Was kannst du mir beitragen? And what is it that you require of me today? Und was ist es, was du von mir heute brauchst?
And so the beautiful thing with these tools and these questions, they're not meant for you to go and look for an answer. Was das Schöne an diesen Fragen ist, ist, dass es nicht darum geht, nach einer Antwort zu suchen. They're actually designed for you to start to engage and communicate. Es geht wirklich darum, zu beginnen, wirklich dich mit deinem Körper zu engagieren und anfangen, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren. Have you ever had like a conversation with somebody who is constantly just giving you answers and then it stops? It's like, blah, 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 yes, blah, 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 no, blah, blah, blah. Das ist schon mal eine Unterhaltung mit jemandem, der dir ständig Antworten gibt. Es ist so, la la la, ja, das, stopp. Und dann wieder das, ja, genau. And then sometimes you have these conversations where the conversation becomes a creation of expansion, of energy. Und manchmal hast du diese Unterhaltung, wo es auf einmal zur Kreation wird und es dehnt sich aus und es wird einfach, Energie entsteht. And that is what I've seen a lot of people create in and after taking 3-day body classes. Und das ist, was ich sehe, was bei den Menschen ist, nachdem sie einen 3-Tage-Körperkurs besucht haben. That they start this ongoing communication with the body. Dass sie wirklich anfangen, weiter und immer mit ihrem Körper in eine Kommunikation zu gehen. So, is there anyone who would like to ask something or would like to get something out particular out of this call? Ist irgendjemand hier, der gerne eine Frage stellen möchte oder etwas Bestimmtes aus diesem Call gerne hätte? Okay, I'm asking something here. Okay, that was. So what would you recommend to include your body more in the choices you're making? Because like everything we're experiencing here, we're experiencing it with our bodies on the earth. So, and oftentimes we never ask. So is there a tool you can share with us that people can just get more clarity here? Yeah, are you going to translate yourself? I already forget, Halina. I didn't. Okay. You want to translate yourself? I'm so afraid already. I'm sorry. I forgot what I said. Okay, okay, ich weiß wieder. So, wir haben einen Körper und ganz oft fragen wir unseren Körper gar nicht, hey Körper, was möchtest du? Und ich habe die also da gefragt, hey, kannst du ein Tool mit uns teilen, wie man mehr in den Kontakt kommen kann, was der Körper möchte, was der Körper mitkreieren möchte, dass wir von einfach diesen Körper ignorieren, sondern wirklich einladen, mitzukreieren. Das ungefähr, würde ich auf Deutsch sagen. Yeah. So one of the tools that I really like, and I think it's also a great tool these days. Ein Werkzeug, das ich wirklich sehr mag und was ein wunderbares Werkzeug gerade für diese Tage, jetzt gerade in dieser Zeit ist to put your hands somewhere in your body. Leg deine Hände irgendwo auf deinen Körper, das könnt ihr mal ja jetzt einfach vielleicht machen. And so you can indeed do it like Halina does it on the chest, and some people do it on the face, some people will put it on the legs. Manche tun es wie Halina auf die Brust oder ans Gesicht oder auf die Beine. And you don't have to do anything, just put your hands somewhere in your body. Du musst nichts machen, tu einfach deine Hände irgendwo auf deinen Körper. And you can close your eyes or keep them open. Schließ deine Augen oder lass sie offen. And now just say hi to your body. Und sag einfach Hallo zu deinem Körper. Don't do anything else, just be present with it. Mach nichts, sei einfach präsent mit deinem Körper. And allow your body to come towards your hands. Und erlaubst deinem Körper, dass er in deine Hände kommt. Great. Großartig. So we can start reaching for you. Sodass er anfangen kann, nach dir zu greifen. And you're just gonna start to, oh, hi. Und du kannst einfach Hallo sagen. Hi. And it's just as, this is also a gift, and continue, please don't stop while I'm talking. Und das ist auch ein Geschenk, also hört nicht auf, während ich rede. Macht einfach weiter. This is one of the gifts also in the 3-day body class. It's, you're gonna trade body processes. Das ist auch ein Geschenk, was in der 3-Tage-Körperkurs kommt, ist, ihr werdet Körperprozesse austauschen. But very different than with a lot of techniques.
Es ist sehr anders als andere Techniken. You're going to put your hands on the body, or someone is going to put their hands on your body. Du wirst deine Hände auf den Körper von jemand anders tun oder umgekehrt. And they're going to allow your body to do whatever it needs to do with the energy you're providing from the body processes. Und sie werden dir erlauben, alles deinem Körper, dass dein Körper alles machen kann, was er braucht, was er von der Energie bekommt. So it becomes about being with your body and being with another body. Also es geht darum, dass du mit deinem Körper bist und dein Körper mit einem anderen Körper ist. Rather than doing with your body or with another body. Anstatt etwas zu tun mit einem anderen Körper oder mit deinem Körper. And like how many countries at the moment are actually really promoting no touch? Wie viele Länder promoten gerade, dass man sich nicht berührt? And how many of you have already noticed that your body is actually like, can we just please be touched? Und wie viele von euch nehmen wahr, dass irgendwie eure Körper alle sagen, oh, können wir bitte berührt werden? Bodies need touch. Die Körper brauchen Berührung. And I've worked a lot also like with X-Mens. Ich habe auch viel mit X-Mens gearbeitet. And one of the fun parts, often with people that are, for example, that have autism or are on the spectrum, some of them have decided that they don't like to be touched. Ich arbeite ja viel mit X-Men und was wirklich lustig ist, viele von denen haben beschlossen, dass sie nicht berührt werden möchten. Usually because when they touch or somebody touches them, they just get so much information of the person touching them. Das ist, weil sie so viele Informationen bekommen, wenn sie von jemandem berührt werden, that they have decided like, thank you very much. dass sie beschlossen haben, oh nee, nein, danke, bitte nicht anfassen. And one day I had like a girl in class who had totally that point of view. Ich hatte mal ein Mädchen in der Klasse, die total diese Ansicht hatte. And so I asked her, so what's your body's point of view? Dann habe ich sie gefragt, was ist denn die Ansicht deines Körpers? And she was like, what do you mean? Und sie war so, was meinst du? Was Did meinst you du? ask your body if it has the same point of view as you? Hast du deinen Körper gefragt, ob er die gleiche Ansicht hat wie du? And so she started like, no. Sie war so, nee, habe ich And nicht. so then we asked, I was like, okay, would you be willing to ask your body what it requires? Okay, dann habe ich sie gefragt, wärst du bereit, deinen Körper zu fragen, was er wirklich braucht? Would your body like to be touched? Würde dein Körper gerne berührt werden? And she got a yes. Und sie hat ein Ja gekriegt. Which was interesting because like this is where you'll start to come back to Simone's question also. This is how you'll start to also engage with your body if you allow it to have its own points of views. Da kommen wir ja auch wieder zu Simones Frage zurück, dass wenn du wirklich deinem Körper die Erlaubnis gibst, er hat seine eigenen Ansichten. How many of you have a body that if you'd let it choose for food or clothing or like partners, it would choose something else than you do? Oh, sorry. Nein, it's okay. I was interrupting. So wie viele von euch haben den Körper, wenn ihr euren Körper fragen würdet, welche Kleider, was er gerne essen würde, mit wem er sich gerne treffen würde, dass er eine eigene Ansicht hat? And so I would say a big part of the engagement is at least your willingness to hear it. Ein großer Teil davon ist wirklich, dich mit deinem Körper zu verbinden, ist wirklich die Bereitschaft, ihn zu hören. Even if you have this kind of conversation where you agree to disagree. Auch wenn ihr diese Unterhaltung habt, dass ihr einstimmt, dass ihr gegeneinander stimmt. Do you notice moments when you're having a discussion with a friend? Kennst du es, wenn du eine Diskussion mit einem Freund hast oder einer Freundin? And at a certain point you can just have a different point of view and it's actually fine. Ja, und ihr könnt einfach eine unterschiedliche Ansicht haben, das ist total okay. It only becomes annoying when they think that you need to change your point of view. Es wird einfach nur nervig, wenn sie denken, du müsstest deine Ansicht verändern. So how much more could you create with your body if you allowed it to have its own voice? Also wie viel mehr könntest du mit deinem Körper kreieren, wenn du es ihm erlauben würdest, dass er seine eigene Stimme hat?
And then maybe you'll get to see like, oh, maybe this time I'm going to choose the choice of my body and see what that creates. Ja, und dann wirst du vielleicht sagen, vielleicht wähle ich jetzt mal, was mein Körper möchte und guck mal, was das kreiert. And then sometimes you don't and you'll be like, oh. Und manchmal nicht und dann ist es so, wow. Yes, I know what you're talking about. Ich weiß, Yeah. was es ist. I have that intensely lately. Also, es ist bei mir sehr intensiv. It's even with food. When I eat something that my body doesn't want and I know it, but I totally don't listen to it. So, wenn ich etwas esse, was mein Körper nicht will, aber ich mache es trotzdem, it immediately shows me, it's painful. I can feel it. Mein Körper sagt mir, es tut einfach weh. Yeah, and that's the fun part with like everybody will be different with that. Ja, und das ist das Spannende und auch Lustige ist, dass es für jeden anders ist. Some bodies are a little more ease, some are a little more precise. Manche haben es da leichter, manche sind ein bisschen genauer. And so it's really up to us to start to figure out what that body desires, requires. Ja, es ist wirklich, liegt wirklich an uns, wirklich herauszufinden, was unser Körper sich wünscht, was er gerne hätte. So we can start enjoying that full embodiment and having all the energy that the body can provide. Ja, dass wir wirklich anfangen können, die Verkörperung wirklich Freude damit zu haben und wirklich auch die Energie zu haben, die der Körper uns gibt. So how was that to put your hands on the body? And maybe, I don't know if Simone is still here. Maybe she's jumping on somewhere else. Wie war das für euch, wenn ihr jetzt die Hände auf eurem Körper hattet? Ist Simone noch da? Simone, bist du noch da? Simone. I think she might be. Da ist sie. Since you asked the question, I'm just going to rebounce to you. And if other people also want to say something, it's like totally fine. It was to connect people with their bodies. What? Say it again? It was just a trick to connect people with their bodies more. War nur ein Trick, dass die Leute sich mit den Körpern mehr verbinden. Yeah. And it's like, oh, yes, I think Cornelia has a question. Ja. Ist das wahr? Ich glaube, Cornelia hat eine Frage. Cornelia, hast du eine Frage? I have a question, but it was a very good trick from Simone to make this tool now, because for me it was so amazing and so awesome. I learned from Simone many weeks ago to connect with my body, but today it was maybe because of the energy of the group so more intense. I love it. Thank you very much. Vielleicht war, ich übersetze das kurz, vielleicht war es die Frage von Simone. Ich habe das schon öfter gemacht, dass ich meine Hände auf meinen Körper gelegt habe, aber irgendwie war es heute anders und es war einfach schön. Vielen Dank, Simone. And is that not amazing? You know, you start making a choice a few weeks ago. Ist das nicht wunderbar? Du triffst eine Wahl vor ein paar Wochen. And that's the thing with choice. You never know how it will look like. Ja, das ist das Ding mit Wahl. Du weißt niemals, wie es dich zeigt. You just choose it. Wähl's einfach. Oh, I would like to have more connection with my body. Oh, ich hätte gern mehr Verbindung mit meinem Körper. Body, can you show me? Körper, zeig's mir. And then Simone shows up. Und dann kommt Simone. And then suddenly a few weeks later you show up like on the Zoom and you're like, oh, there is like another exit. And it's like, oh, so now it's really different than a few weeks ago already. Ja, und auf einmal bist du auf einem Zoom und auf einmal merkst du machst die gleiche Übung und es ist völlig anders als vor ein paar Wochen. And this is the power of choice. Und das ist da wirklich die Kraft von Wahl. And it's also how quick you and your body can actually shift and change things. Und es ist auch, wie schnell dein Körper alles verändern kann. So what is possible now, Cornelia? Was ist jetzt möglich, Cornelia? And so this is an exercise you can basically do every morning or whatever, like just every day or every week. But I would say every day. Ja, das ist eine Übung, die kannst du jeden Tag oder jede Woche, ich würde sagen, einfach jeden Tag machen. So that's interesting. I would like to say one thing. Das ist interessant. Ich würde gerne eine Sache sagen. So for me to connect to my body, I also had the thing was like waking up in the morning and it was heavy because I perceived all the heaviness from all the people. So für mich, um mich mit meinem Körper zu verbinden, auch weil ich morgens meistens aufgewacht bin und es war mal schwer.
Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich mich mit meinem Körper verbinde, dann wird es leichter. So when I connect to my body, the heaviness disappeared. So what I do every morning is like when I wake up, what I do jeden Morgen, wenn ich aufwache, I put my hands on my body and I connect to my body. And I say hello. So ich tue einfach meine Hände auf meinen Körper und sage Hallo zu meinem Körper und verbinde mich mit meinem Körper. So that changed so much for me. Das hat so viel für mich verändert. Love it. Yeah. Yeah. And it's like, yeah, it's almost interesting. Like you know how kids connect to everything, and then we'll go to Julia. I've seen your question, honey. So have you seen how kids connect to everything usually? Siehst du, wie Kinder sich mal mit allem verbinden? When children play, they will connect to all their toys, right? Also wenn Kinder spielen, die verbinden sich mit ihrem ganzen Spielzeug. They will have a name for every toy. They will actually talk to all the toys. Die haben Namen für jedes Spielzeug, die sprechen mit dem Spielzeug. They engage. Ja, die sind wirklich damit verbunden. Where adults usually decide, like, well, it's just funny, it's a game, but it's not real and true. Und Erwachsene so, okay, ja, es ist vielleicht nicht wirklich lustig, es ist nur ein Spiel, es ist nicht wahr und nicht real. But how many of you actually, your reality is more of connecting to everything and actually engaging with everything? Ja, und was ist es, für wie viele von euch ist es so, dass das eigentlich mehr real ist, sich wirklich mit Sachen zu verbinden? And maybe some of you do it a lot with your business, or some with plants, or with animals, or houses. Einige von euch machen das vielleicht viel mit Pflanzen oder mit Häusern oder mit dem Business. But what if you could actually start having that with everything? Was, wenn du einfach anfangen könntest, das mit allem zu haben? And so it stops being like necessarily a doing. Dann ist das, wie war das? Say it again. It stops being a doing. Ja, es hört einfach auf, dass es ein Tun wird. It's more of like a living. Es ist mehr Leben, wirklich Leben. And that is also where the tools, the Access Consciousness tools, invite you to become the tools. Das ist da, wo dich die Access-Werkzeuge wirklich einladen, mit dem Werkzeug zu werden. Julia. Julia? I see a hand. Julia. Is it Julia or Julia? Oh, I listen to every kind of pronunciation. But in German, it's Julia. Julia. I like that. Julia. Yeah, thank you very much for the call. It's quite funny because I know Halina already mentioned like some answering of my question, but I think I also want to question tell the question. So my sorry. Quickly translate. Yes. Okay. Thank you danke für den Call. Es ist lustig, ich habe ein paar Fragen, aber ich glaube, Halina hat schon ein bisschen was davon beantwortet. Genau. So my question is, I feel very often more connected to the bodies around me than to my body. For example. Ich fühle mich oft mehr verbunden zu den Körpern, die um mich rum sind, als zu meinem eigenen. So can I ask you something about that? Yes. Is it that you're more connected to the bodies around you, or is it that you're more like that you're very aware of the bodies around you? Kann ich dir eine Frage stellen? Ist es, dass du mehr verbunden bist zu deinen Körpern um dich herum, oder bist du mehr gewahr über die Körper um dich herum? You're putting it in your words is better. So I'm aware of the body. I'm aware of the bodies around me, but it's like being more aware of the bodies around me than being aware of my body. For example, when I sit in a restaurant and I'm talking to my body and I'm asking like, okay, Julia's body, what do you want for dinner? And I'm choosing and I'm sitting there and saying, oh, this is something you want. And actually it's the food, the body for my partner wants. And I'm sitting there, okay, what kind of food do you want to have? But then I don't receive any awareness. It's just like, I know it for the other people, but I don't know it for my body. I've got a very good tool from you. Halina?
Yeah, I have to translate. Okay, so I think we can do it ourselves. I think we can do it ourselves. Ja, Ja. stimmt. Ja. Also die Formulierung, die gerade I have a problem actually to pronounce your name. Yasodhara? Yeah, very good. Ja, okay. Yasodhara gesagt hatte mit, nicht, dass ich quasi mehr verbunden bin mit den Körpern der anderen, sondern dass ich bin mir mehr gewahr der Körper um mich herum. Und als Beispiel habe ich, dass ich im Restaurant sitze und meinen Körper frage, auch ganz speziell Julias Körper, was möchtest du gerne essen? Und dann kriege ich halt eine Antwort und dann stelle ich aber fest, dass es die Antwort ist für den Körper, der neben mir sitzt und dass ich überhaupt keine Antwort dann für meinen Körper bekomme und gar nicht gewahr bin, was mein Körper möchte. Sorry, yeah. I got you an Andrew Gardella tool. Sorry? I got you an Andrew Gardella tool. It's like a colleague body facilitator. Okay, great. Ein Andrew Gardella Werkzeug, er ist auch ein 3-Tage-Körperkurs-Facilitator. Let everybody choose before you and you choose as last. Lass alle vor dir wählen und du wählst zuletzt. And so look through the menu and just perceive like, okay, these are all the things that I'm hearing, like all the answers. Okay, guck aufs Menü und dann sagen sie, okay, das sind all die Antworten, die ich kriege von all den anderen. So it's not about right or wrong. Geht nicht um richtig und falsch. It also doesn't become about what's going to be the best for my body. Geht auch nicht darum, was ist hier das Beste für meinen Körper. But what if it could become also about an acknowledgement of how aware your body is? Was, wenn es auch darum geht, anzuerkennen, wie gewahr dein Körper ist. How connected you are actually to your body. Wie sehr du mit deinem Körper tatsächlich verbunden bist. And so now you can start looking at, oh, okay, so we're so aware of everybody. Okay, everybody has chosen. Now what would you like? Okay, guck, wir sind so gewahr über alles. Alle haben gewählt. Was hättest du gerne? It's an interesting part of you. I'm actually judging my body. For being so aware. That she is not telling me what she wants, that she tells me what all the other people want, and I'm like, fuck, but I need, being in wrong and right. Okay, thank you. Oh my God, thank you. Like, or are you going to translate yourself? Okay, also I'll do the picture. Es ist gerade so krass, weil ich merke gerade, wie sehr ich meinen Körper verurteile dafür, dass sie, also ich nenne meinen Körper sie, dass sie eigentlich gewahr ist von so viel, was um mich herum ist, aber ich mache sie eigentlich falsch, weil sie mir nicht sagt, was sie essen möchte. So how many of you have been making your body wrong for being aware? Wie viele von euch haben euren Körper falsch gemacht dafür, dass er gewahr ist? Oh my God. Oh my God. And some people will do that in a way that when the body is aware of the earth or from another body, they'll go like, oh, it hurts so much. I don't like you anymore. Und viele machen das dann, dass sie sagen, wenn du kommst von der Erde oder von irgendwas anderem und dann sagen sie, ich mag dich nicht mehr, es tut so weh. Or they'll go obsessively like, return to sender, return to sender, return to sender, pot, 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 pot. Oder sie machen total obsessiv, zurück zum Absender, zurück zum Absender, zum pot, 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 pot. Anyone, I see Anja laughing now very, very loud, so I think she has never done that. Ich sehe Anja lachen, dass sie noch nie im Leben das irgendwie gemacht hat. And then meanwhile, we ask for, I want to do more, I want to have more access to my consciousness. So I'm going to clear more and I'm going to ask more questions. Ja, und währenddessen wir wollen mehr Zugang zum Bewusstsein haben und wir wollen mehr klären und mehr Fragen stellen. And the body is like, what? Like, I don't understand it anymore. You ask for more awareness, I give you more awareness, and now I'm wrong. Und dein Körper so, was? Du brauchst noch mehr Gewahrsein, jetzt gebe ich dir mehr Gewahrsein und jetzt machst du mich falsch. I think it's a good thing that the body is like male. Like, you know, like a male, like he, right? The body, it's like a male.
Der Körper ist what do you mean, like male? Da ist der Artikel für Körper der Körper. Korrekt ist That's what you mean, okay. I think it's like men, they're always wrong in a marriage. Have you noticed? Okay, ja, weil die Männer immer falsch sind in der Ehe. Oh la la. So we also have a question in the chat. Thank you. Now I know why. Oh, sorry. Sorry. Can I just? Is there some other exercise except choosing dinner at a restaurant with other people? Like when I'm aware of everything else around me, but I don't feel being aware of my body. Do you have another tool for that, perhaps? Additional, just like because then I cannot say I wait until everybody had chosen. So will you translate? Also gibt es vielleicht noch ein anderes Tool, weil im Restaurant, ich bin halt nicht mehr im Restaurant und dann gibt es halt auch Situationen, wo ich einfach die Körper aller anderen wahrnehme und nicht meinen Körper. Und gibt es dort irgendein Tool, weil da kann ich halt nicht warten, bis alle bestellt haben, weil da gibt es keine Bestellung. So, have you heard of the tool Who Does It Belong To? Kennst du das? Wem gehört das? Ah, Entschuldigung, ja. Yes. Yes. So what you could also do is just ask, okay, is this mine or someone else's? Was du auch machen kannst, du kannst fragen, ist das meins oder wird es jemand anders? Oh, is this mine, someone else's? Oh, ist das meins oder von jemand anders? Oh, is this ours body or someone else's? Oh, Körper, ist das unseres oder von jemand anders? Now, what do you desire to create also with your body? Also was möchtest du wirklich mit deinem Körper kreieren? Because like also the agendas that you have with your body will kind of define what awareness you can get. Also die Agenten, die du mit deinem Körper hast, die werden auch das definieren, was du mit deinem Körper bekommst. Like for example, if you desire to have more space and lightness in your body, wenn du dir wünschst, dass du mehr Raum und mehr Leichtigkeit in deinem Körper und mit deinem Körper haben willst, and with your body, mit deinem Körper, that will be a very different target than when you want to have something else with the body, right? das wäre auf jeden Fall ein anderes Ziel als etwas anderes, als was du mit deinem Körper haben willst. And so this might be also something to look at. Okay, what would I like to create with my body? Das wäre auch etwas, was du dir angucken. Also was wünsche ich mir wirklich mit meinem Körper zu kreieren? And then, for example, at the table, like you can start looking at, okay, so if I eat this, is that actually going to create that space? Yes or no? Also wenn du zum Beispiel am Tisch sitzt, kannst du fragen, okay, wenn ich das esse, kreiert das wirklich Raum oder nicht? Ja, is that going to create like kind of that energy? Because then it becomes about the space and the energy. Kreiert das diese Energie, weil dann geht es wirklich um den Raum und die Energie. And not about the rightness. Und nicht über das Richtigsein. Nicht um das Richtigsein. Thank you. You're so welcome. It's just like a lot of things like, oh yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. And like, for how many of you learn best when it's actually like more of a game to learn? Also wie viele von euch lernen schneller, wenn es wie eine Art Spiel ist? Me. Yeah. So what if your body was also like that? Was, wenn dein Körper auch so ist? So you're gonna start playing. What if you'd start playing this game called living? Was, wenn du das Spiel spielst, lebendig sein und leben? And one of the parts in the game called living is eating. Und ein Teil davon ist Essen. And then sometimes you'll notice that you eat something and it makes you run forward in living. Manchmal isst du was dich weiter da in dein Leben reinbringt. And then sometimes you'll eat something because you perceive your boyfriend is totally crazy about that food and you didn't ask a question, and then you'll end up like in Monopoly in prison. Manchmal isst du was du dich hättest essen sollen, weil es eigentlich das ist, was dein Freund essen wollte, und du landest im Gefängnis. And you'll spend the rest of the night on the couch like, oh. Und dann liegst du den Rest des Abends auf der Couch und denkst, au, au, au. And then you know, like, oops, okay, buddy. Was I already aware of that? Okay, dann denkst du, oh, okay, ups, Körper, war ich vielleicht schon längst darüber gewahr. Oh, and then 99% of the time you'll probably get like, I was actually aware of it, but I didn't really get the awareness. 99% wirst du wahrscheinlich sagen, oder merken, okay, ich war wirklich der Gewahr darüber, aber ich habe sie nicht gekriegt, das Gewahrsein. Now, what will it take for me next time to be quicker? Was brauchst du, dass ich beim nächsten Mal schneller bin? Wow, interesting. Yeah, thank you very much, because it's changing the
for me, changing the way how I step again and again in judging my body, and it's just like, okay, let's play the game. Yeah, exactly. Yeah, thank you very much. Thank you. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, es ändert für mich, ich sehe gerade, dass ich das, was sie gerade erklärt hat, dass mir das total hilft, aus diesem Spiel, aus diesem Judgment, wo ich immer wieder reingefallen bin, rauskommen zu können, indem ich es einfach als Spiel sehe, zusammen mit meinem Körper. Ja. Und danke. Yes. And please know that every time you catch yourself judging yourself, you're stepping forward if you choose. You can step like, oh, here is where I'm judging myself. Okay, what else is possible now? Ja, und bemerke einfach wirklich jedes Mal, wenn du darüber gewahr bist, dass du dich selbst bewertest, dann wirklich sei einfach, sag mal, oh, okay, hier mache ich das. Was ist jetzt möglich? What if judgment was just one of the choices you have? Was für eine Bewertung einfach eine der Wahlen ist, die du hast. It's just a choice. Nur eine Wahl. And then So what other true. choices are there? Und So it's not wrong. wie viel Wahl hast du noch? Und es ist nicht falsch. You know, consciousness includes everything and judges nothing, including judgment. So judgment isn't wrong. Also Bewusstsein schließt alles ein und bewertet nicht. Also auch Bewertung und deswegen ist es auch nicht falsch. Also judgment creates something. Aber Bewertung kreiert auch etwas. Usually not the most fun things. Meistens nicht das, was Spaß macht. Yes? Yes. Thank you for your question. Thank you very much. Frage, danke. So we have here somebody, Access MK, but I don't know if that person is still here. Oh, yes, there's there with an A. So thank you. Now I know why touch, if somebody was touching me, was so uncomfortable. I do not want others to know about me. It is because I'm not honest to myself that I do not want others to know more about me that I'm able to accept in myself. Well, is it that? Is it something else? Oh. Just quickly translated. Ja. Danke. Now, jetzt weiß ich, warum berühren, also wenn jemand anders mich berührt, so unkomfortabel ist. Ich will nicht, dass andere über mich Bescheid wissen. Es ist, weil ich nicht ehrlich zu mir selbst bin, dass andere über mich wissen. I don't want others to know more about me than I am able to accept on myself. Ja, weil sie nicht möchte, dass jemand anders, dass andere über sie wissen, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst zu akzeptieren. Well, there is this interesting thing sometimes also where, have you had people that were really caring about, like, around you? Das, was manchmal auch interessant ist, hattest du wirklich Menschen um dich, Leute um dich, die sich wirklich um dich gekümmert haben? That cared about you, no matter how you showed up. Die sich wirklich um dich gekümmert haben, egal wie du bist. Und wie du That dich had your back. Die dich unterstützen. Die immer hinter dir stehen. Ja. She says yes. And it's cool. I think you're getting a lot of awareness on something that maybe you couldn't access before right now. Is that correct? Kriegst du vielleicht gerade eine Menge Gewahrsein darüber, wo du gerade eintrittst, was du vorher nicht sehen konntest? And this is where in Access we often speak about not having any conclusion. Ja, und das ist, wo wir zum Beispiel Access darüber reden, keine Schlussfolgerung zu haben. So, for example, me, for a very long time, I didn't really like people touching me. Also ich für eine sehr lange Zeit fand es nicht besonders schön, wenn Menschen mich berühren. And I started concluding that I didn't like people touching me. Und ich habe geschlussfolgert, dass ich es nicht mag, dass Menschen mich berühren. And I also started concluding that if I touch bodies, I don't really feel anything, or it's not really worth anything. Und ich habe auch geschlussfolgert, dass ich nichts fühle und dass es nichts wert ist. And then when I started doing Access, als ich angefangen habe, mit Access zu spielen,
and had a lot of conversations and body classes. Und hatte viele Unterhaltungen, viele Körperkurse. My body got touched with presence and being. Mein Körper wurde berührt mit Präsenz und Sein. Where my body and my being was honored. Wo mein Wesen und mein Körper geehrt wurde. And then I started seeing, oh wow, it's actually not that I don't like it, but I do have some preferences. Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, es ist nicht, dass ich es nicht mag, sondern ich habe einfach Präferenzen. If people don't ask my body questions and they just go and touch. Also wenn die Leute in meinem Körper keine Fragen stellen, einfach anfassen. My body is like, no, thank you. Dann sagt mein Körper, nein, danke. But then when people are in the question with my body, aber wenn die Menschen in der Frage sind mit meinem Körper, my body is like, oh yes, can we have more? Dann sagt mein Körper, oh ja, können wir bitte mehr davon haben? So I wonder, what have you all been deciding about your body? Also frage ich mich, was habt ihr alles über euren Körper entschieden? And yourself? Und über euch selbst? That is just a decision. Was einfach nur eine Entscheidung ist. And has actually nothing to do with what is truly possible for you with your body. Und es hat nichts damit zu tun, was tatsächlich für dich möglich ist und für deinen Körper. And so can we destroy and uncreate everything that brings up? Können wir alles zerstören, was das hochbringt? Right, wrong, good, bad, book, bottle, nine, shorts, boys and beyonds. And I don't know, there might be people on the call who don't know access consciousness. This little phrase is the clearing statement, and you can find more information on theclearingstatement.com. Ich weiß nicht genau, es könnte sein, dass die Leute sind, die Access nicht kennen, Access Consciousness. Ihr könnt über diesen kleinen Satz, das Clearing Statement, mehr finden unter theclearingstatements.com. Yes. Yeah, great. Ciao, Simone. Yeah, so is there anything else that I can contribute? I love this, great conversations. Like, and in any, oh, sorry. Sorry. Ist da noch, danke, kann ich noch was anderes beitragen? And in any case, like if you have not taken a body class yet, or you have, wenn ihr noch keine 3 Tage Körperkursklasse besucht habt oder ihr habt schon, maybe consider if that would be something that is going to actually contribute to your body. Vielleicht ziehst du einfach in Betracht, ob das etwas ist, was deinem Körper beitragen könnte. But also going to help you create a future. Dir auch dabei helfen würde, eine Zukunft zu kreieren. That your body is aware of. Worüber dein Körper gewahr ist, über die Zukunft. And that you would truly like to have. Und die du wirklich gerne hättest. But maybe you have decided that, oh, it's not possible because you have not been able to create it yet. Aber vielleicht hast du beschlossen, dass es nicht möglich ist, weil du noch nicht in der Lage warst, das jetzt zu kreieren. So how many futures have you decided are impossible to create? Wie viele Zukünfte hast du beschlossen, es ist unmöglich zu kreieren? Because you were so far in the future. Weil du so weit in der Zukunft warst. But that if you didn't decide it was impossible, aber wenn du nicht beschlossen hättest, dass es unmöglich wäre, you were just aware like, ooh, it's future. Du warst einfach nur darüber gewahr, oh, Zukunft, das ist Zukunft. What can I choose today to start creating that future? Okay, was kann ich heute wählen, um anfangen, diese Zukunft zu kreieren? Right away. Sofort, in diesem Moment. It would start happening. Dann würde es passieren. So, Money Julia is writing, thank you so much, Yasodara, and to all others, I need to leave. Yes. Ich freue mich schon auf Kofferkurs in December in München. Hat mich mal eingesogen. Aha, so we will have a body class very soon in Berlin first. Wir haben bald eine Bodyklasse in Berlin, Ende Oktober. Yes. Ja, 23. bis 25. Oktober. Ja, ich freue mich so, da zu sein. I have not been in Berlin for years.
And then in December, which is like 3 months later, almost, we will be in Munich. Yeah. I will be in Munich. Me and my body will be there. Und 2 Monate später werden wir in München sein. Also ich und mein Körper. That's so good. I'm going to say, we will be in Berlin. Who is we? It's me and my body. Wer ist wir? Ich und mein Körper. So who else is taking their bodies to Berlin? So, wer möchte dann noch nach Berlin kommen? Mit ihren Körpern. Yeah, or to Munich. But if you like Berlin is coming up pretty soon. It's 3 weeks, something like that. Is that correct, Alina? Berlin ist schon in 3 Wochen, ja. We have like probably a car departing also from the south of Germany with Michaela. Am I correct, Mika? Ja, wir haben ein Auto, das aus Süddeutschland nach Berlin fährt mit Michaela. Also, falls jemand einen Lift braucht. Ist das korrekt oder nicht? Wir starten in Schweinfurt. Super. Und ich habe noch Platz, ja. Cool. So that is so if you'd like to join, please, if you need more information, if you have questions, don't hesitate to contact us. Ja, also wenn ihr Fragen habt oder noch Informationen braucht oder so, dann könnt ihr uns kontaktieren. Also mich, Alina. Ich bin der Host. Einfach an mich wenden, wenn ihr wollt. And so I think Christina is also here. She's also involved in the creation, and Michaela. Yeah. And so, yeah, so if you want any like contributions or whatever, don't hesitate to just ring the bell. Ja, also wenn ihr irgendwie einen Beitrag braucht, dann scheut euch nicht, euch zu melden. Es wird übrigens auch deutsche Übersetzung geben. I just said yes, there will also be translation. So let's create. Bodies are so, I think it's a very interesting time in the world at the moment. Ich glaube, es ist eine sehr interessante Zeit im Moment in der Welt. Oh ja. Oh. And what if now is the time actually to start stepping up and to step also into the possibilities with bodies? Ja, was ist, wenn jetzt die Zeit ist, wirklich Größeres zu kreieren und auch mit den Körpern? There is so much fear, there is so much no, there is so much impossibility, so much reality of dying. Ja, da ist so viel Angst, da ist so viel Angst, so viel Unmöglichkeiten und so viel Angst, auch was Sterben betrifft. Well, death realities, right? Ja, und Todrealitäten. Ja. But what, like, and the Bodyclass is really to start opening up the possibilities to infinite living. Ja, und die Kurse, da geht es wirklich darum, die Möglichkeit des unendlichen Lebens zu öffnen. Which is an interesting question, because like one of the questions I like to ask bodies is like, how long can your body live? Was eine Frage, die ich die Körper gerne frage, ist, okay, wie lange würdest du wirklich gerne leben? Is it longer than 100 or less than 100? Es ist mehr als 100 Jahre oder weniger als 100 Jahre? More than 200 or less than 200? Mehr als 200 oder weniger als 200? More than 300 or less than 300? Mehr als 300 oder weniger als 300? And so whatever your answer is, whatever your awareness is, was auch immer deine Antwort ist oder dein Gewahrsein, what will we have to start choosing for that to become a reality? Was können wir beginnen zu wählen, dass das eine Realität wird? And what if consciousness is the key? Und was ist, wenn Bewusstsein der Schlüssel ist? Your awareness. Mein Gewahrsein. The earth is doing it. Die Erde macht das so. The earth keeps going. Ja, die Erde macht einfach weiter. No matter what anyone else does on it or with it. Egal, was jemand da drauf tut oder damit tut. So what can you create with your body? Also was kannst du mit deinem Körper kreieren? So einen schönen Abend für alle. Danke. Danke, Halina. Danke. Übersetzung. Danke dir. And you will also receive like an email with all the or you have like, maybe you have like the link already with the recordings. So if you'd like to listen back, you can re-listen. Ja, ihr kriegt einen Link mit der Aufnahme, wenn ihr euch das gerne nochmal anhören wollt. Super. And yeah, if you know people that are looking for a body class as well,
Also wenn ihr Leute kennt, die auch nach einem 3-Tage-Körperkurs suchen, gerade in Deutschland. You can always like just spread the word if it's fun for you. Also wenn es euch Spaß macht, dann verteilt einfach die Nachricht darüber, dass es jetzt 3-Tage-Körperkurse gibt. Yes. In den nächsten Wochen. Super. Dankeschön allen. Danke Mika und Christina auch für hier zu sein. Bis schnell. Todschnell. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.